Hallo und herzlich willkommen bei Miguel kocht. Heute geht es ums Thema Hygiene. Welche Fehler man vermeiden kann, zeige ich euch jetzt. Was ist wichtig bei Hygiene? Als allererstes schön die Hände waschen. Aber vorher habe ich noch sowas Schönes gefunden. Typischer Hygienefehler. Spülschwämme, die Keimschleuder schlechthin. Ich glaube, von den dreien möchte ich mich mal trennen und den neuen hier, den benutze ich weiter. Hände waschen kann ja jedes Kind, aber wie geht's richtig? Als allererstes Schmuckuhren ab. Richtiges Händewaschen. Erstmal machen wir uns die Hände nass, bisschen Seife rein und verreiben diese in den Handinnenflächen. Soweit ist das ja jedem bekannt und klar. Aber die meisten vergessen den Handrücken. Dafür gehen wir auch mit den Fingern der einen zwischen die Finger der anderen Hand. So ein Händewaschen dauert ca. 20 bis 30 Sekunden. Das wäre zweimal Jingle Bells komplett durchgesungen. Die Daumen extra, schön die Handgelenke mitnehmen. Ist auch schon geschafft. Warm abgespült, bitte. Trocken mit einem Einweghandtuch, zu Hause mit einem normalen Handtuch, das ist ganz klar. Weiter geht's ans Schneidebrett. Bevor es losgeht mit dem Schneidebrett, entfernen wir erstmal den Kräutertopf. Der sieht zwar super dekorativ aus, aber die in der Erde enthaltenen Bakterien und Mikroorganismen, die wollen wir hier nicht haben. Das muss weg, das gehört auf die Fensterbank in die Sonne. Wir sind jetzt am Schneidebrett. Hier arbeiten wir, das ist unser Arbeitsplatz. Das ist sehr wichtig. Schneiderbretter gibt es aus zwei verschiedenen Materialien. Kunststoff, wie hier, und Holz. Kunststoffbretter sind leicht zu reinigen. Worauf zu achten ist, dass es keine Schneiderillen gibt oder keine tiefen Schneiderillen gibt. Dann sind die abzuschleifen. Bei Holzbrettern ist es ein bisschen besser, weil Holz quillt so ein ganz kleines bisschen und kleine Schnitte gehen wieder zu. Wichtig nur, man sollte schon ein bisschen investieren und 2, 3 Schneidebretter zu Hause haben. Eins für Fisch, eins für Fleisch und Geflügel und eins für Gemüse. Schneidebretter sind nach jedem Gebrauch immer zu reinigen, immer mit Spülmittel, so heiß wie es geht. Und was wichtig ist, dass sie sehr gut abgetrocknet werden, weil auch da möchten wir keine Grundlage geben. Beim Arbeiten mit dem Schneidebrett ist wichtig ein fester Stand. Sowas hier ist natürlich überhaupt nicht erwünscht. Deswegen ganz einfach, nehmen wir hier Omas Einmachgummis, legen die drunter und haben hier schon mal gesichert. Was am meisten verkannt wird, ist das Thema Kreuzkontamination. Und zwar Thema Geflügel, Fleisch, Thema Gemüse. Der Klassiker ist, ich habe mein Hühnchen auf meinem Schneidebrett, bearbeite das Hühnchen. Ist doch noch in Ordnung, das Schneidebrett? Jetzt nehme ich die Möhre und dann schneide ich die Möhre. So, und das ist Rohkost. Und jetzt sind hier Salmonellen an der ganzen Karotte dran. Das nennen wir Kreuzkontamination. Und das ist zu vermeiden. Deswegen nach jedem Arbeitsgang immer schön Brettchen waschen. Ihr wollt mehr von den Tipps? Kein Problem. Einfach den Kanal abonnieren und dieses Video liken und teilen.